Hallo und herzlich willkommen zu meinen Star Citizen Guides. In diesem Video werde ich über den Pfad durch den Ventilator aus Clechia ausbrechen. Wenn euch das Video gefällt, dann vergesst bitte nicht zu liken und zu abonnieren. Also welcome to my English speaking community. I have subtitles available. Wacht man auf Clechia auf, dann ist das für viele natürlich ein Ärgernis. War der Crimestat auch noch höher, dann kann es ein Weilchen dauern, bis man wieder rauskommt. Wenn man keinen Wert auf die direkte Löschung seines Crimestats legt, dann kann man, um wesentlich schneller herauszukommen, unter anderem über den Ventilatorpfad ausbrechen. Da der Weg am Anfang recht schwierig zu finden ist, werde ich in diesem Video größtenteils auf Schnelldurchläufe verzichten. Als erstes benötigen wir nun einen Code, um den Ventilator anzuhalten. Diesen findet man in einem Büro, welches am Eingang der Workmines, also den Minen, liegt. Dort muss man einen Blick durch die Jalousien werfen und am besten mit dem F-Interaktionsmenü etwas heranzoomen. Wenn ihr euch den Code nicht gut merken könnt, dann macht einfach einen Screenshot. Zum Ventilator kommt man am besten über den Block 1. Geht hier auf die erste Ebene nach oben und springt einfach über das Geländer auf den Ventilator zu. Es kann dabei eigentlich nichts schiefgehen. Dort angekommen, müsst ihr nun den Code eingeben, damit der Ventilator stoppt. Sollte der Code nicht funktionieren, dann kann es sein, dass dieser sich bereits geändert hat. Das passiert nämlich in zyklischen Abständen. Bedenkt, dass ihr für den Ausbruch ab jetzt genügend Sauerstoff zur Verfügung haben müsst. Da Gefängnisausbrüche für mich jetzt auch nicht auf der Tagesordnung stehen, muss ich mich auch immer mal kurz umschauen, bevor ich weiter weiß. Lasst euch davon nicht verwirren, ich werde den richtigen Weg immer sofort markieren. Diese Pflanzen und Lichter sind kleine Hinweise, die euch auf den richtigen Pfad bringen sollen. Haltet immer nach ihnen Ausschau. Jetzt müssen wir erstmal nach unten. Nehmt hier nach Möglichkeit die Zwischenstops mit. Es gab schon Patches, bei denen das sonst schief ging. Solltet ihr später einmal herunterfallen, müsst ihr in der Regel wieder von hier unten anfangen. Hier ist dann auch gleich schon die nächste Wegmarkierung. Hier gehen wir nach rechts. Der Weg ist etwas einfacher, da man über die Felsbrocken per Animation immer gerade drüber springt und die Richtung dabei nicht so einfach wechseln kann. Dadurch kommt man hier jetzt etwas einfacher drüber. Nun müssen wir nach links und dann sofort wieder nach rechts. Natürlich laufe ich hier erst einmal falsch, aber zum Glück merkt man das meistens recht schnell. Kaum wieder auf dem richtigen Weg, sieht man auch gleich wieder eine Pflanzenmarkierung. Hier müssen wir weiter nach oben. Hier laufe ich natürlich auch wieder falsch, aber ihr müsst hier im Grunde einfach geradeaus durch. Der nächste Raum ist etwas fies. Er soll den Eindruck erwecken, dass ihr gleich über den Fels springen müsst. Dann würdet ihr aber durch ein Loch herunterfallen und müsstet ganz von vorne anfangen. Geht also etwas um den Fels herum und springt so drüber, wie es hier gezeigt wird. Wenn ihr dann unten rechts durch seid, müsst ihr euch als nächstes nach oben ziehen. Dort wartet dann schon die nächste Wegmarkierung. In diesem Part müsst ihr einfach weiter nach oben. Man kann hier gar nicht viel dazu sagen, da man nichts falsch machen kann. Schaut es euch einfach an. Oben angekommen, gibt es auch gleich nochmal einen Hint, dass man noch auf dem richtigen Weg ist. Hier jetzt nach rechts und dann einfach immer weiter geradeaus. Lasst euch übrigens nicht entmutigen, wenn ihr euch bei dem Ausbruch schwer tut. Auch ich und alle anderen, die ich kenne, haben hier einige Versuche gebraucht, bis sie das so flüssig hinbekommen haben. Und immer weiter nach oben.
Hier müsst ihr jetzt ganz einfach runterspringen. Ich springe dabei etwas früher ab, damit ich nicht oben gegen die Wand prallen kann. Unten angekommen, dann fallt nicht auf den offensichtlichen Weg herein. Wenn ihr euch umdreht und euch etwas umschaut, seht ihr wieder eine Pflanze und ein Licht, welche den korrekten Weg markieren. Ab hier muss man sich bei den Sprüngen schon etwas mehr Mühe geben. Der Sprung hierüber ist etwas tricky. Man kann an der Wand abprallen und herunterfallen. Deswegen springe ich sehr früh ab. Manche springen hier auch ohne dabei zu sprinten. Der nächste ist dann wieder einfacher. Hier ist es bei mir immer wieder ziemlich knapp. Versucht recht spät abzuspringen, damit ihr rüberkommt. Seid auch hier sehr vorsichtig. Die Schwerkraft spielt einem bei dem leicht abfallenden unebenen Boden schnell einen Streich und man kann nicht mehr abspringen. Jetzt geht es erstmal wieder etwas weiter nach oben. Bei dem nächsten Sprung richtet ihr euch so aus, dass ihr auf die untere Stange aufkommen würdet, wenn ihr zu kurz springt, was natürlich nicht passiert. Danach einmal ohne Sprint über den kleinen Spalt springen. Kommt hier bitte nicht auf die Idee, die abfallende Platte als Absprung zu nutzen. Springt schön von hier oben ab. Das geht einfach und reicht dicke. Auch dieser Sprung sieht schwieriger aus, als er ist. Es mag weit sein, aber bei der geringen Schwerkraft schafft ihr das locker. Nun ist wieder etwas Klettern angesagt. Hier wieder ein leichter Sprung, einfach voll rein, der Ast hinter der Plattform wird uns stoppen. Und wieder hoch. An dieser Stelle müssen wir nach rechts. Hier ist der Hinweis dafür sehr unauffällig und jeder, der es nicht weiß, würde den anderen Weg versuchen. Dafür ist das ein einfacher Sprung. Bei jedem Sprung immer mal sicher gehen, dass genug Platz vorhanden ist. Dieser hier sollte aber recht einfach sein. Jetzt einfach an dem Stahlträger hochziehen. Springen müsst und solltet ihr hier wohl auch nicht. Hier ist definitiv wenig Platz vorhanden. Gerne bleibt man rechts oder links an der Wand nach dem Sprung hängen und dann kommt man nicht bis rüber. Richtet euch also gut aus. Auch wenn die Stahlträger das hier etwas grober wirken lassen, kommt man dort ohne Probleme rüber. Danach nur den Absatz hoch Richtung Höhle. Hierbei handelt es sich um einen der schwierigsten Sprünge. Es ist einfach sehr, sehr knapp. Springt nicht zu früh ab und auch nicht zu spät. Eventuell kann euch auch der Stahlträger helfen. Hier hilft euch der Stahlträger auf jeden Fall. Richtet euch danach aus und springt so gut ihr könnt. Damit habt ihr es nun schon fast geschafft. Ähnlich wie beim Ventilatorcode müsst ihr euch nun diese Codes hier merken, damit ihr einen Rover bekommt. Zur Not denkt an den Screenshot. Alternativ kann man die Codes auch einfach in den Chat schreiben. Am besten in einem privaten, denn sonst könnte das Bounty Hunter wecken. Auch diese Codes können rotieren, also trödelt ab jetzt nicht herum.
Wenn ihr den Code gleich benötigt, gibt es nämlich keinen Weg mehr hierher zurück. No turning back. Das ist auch durchaus so gemeint, denn wir springen jetzt raus in die heiße Mondatmosphäre und haben keine Möglichkeit mehr zurückzukommen. Man kann so circa 10 Minuten überleben. Das Loch in der Treppe kann tricky sein. Richtet euch so aus, dass ihr noch einen Schritt laufen könnt und nutzt diesen als Anlauf zum Sprung. Sprintet dabei bloß nicht. Wenn man hier runterfällt, ist es vorbei und man kommt nicht mehr vor oder zurück. Hier nochmal das gleiche, allerdings ohne zwingendem Dead End. Die Treppe ist hier zu Ende und ihr müsst euch umdrehen. Geht auf die Kisten und springt auf das Dach. Dann nach links über die Rohre nach oben. Es sollte alles kein Problem darstellen. Nun nochmal schön mit Schwung über das Geländer. Dann seht ihr auch schon ein gelbes Gebäude, in dem der Rover auf euch wartet. Damit ihr die Tür und die Rampe öffnen könnt, müsst ihr jetzt einfach den passenden Code eingeben. Ihr habt sie euch hoffentlich gemerkt. Sollte der Rover schon weg sein, dann gibt es noch ein zweites gelbes Gebäude mit einer Alternative. Schaut euch dann einfach um. Da der Rover Life-Support-Systeme hat, habt ihr es nun geschafft. Ihr werdet nicht mehr sterben, könnt rausfahren und euch am besten abholen lassen. Eventuell macht ihr aber auch schon bald Bekanntschaft mit einem freundlichen Bounty Hunter. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen, einen alternativen Weg aus Clecher zu finden und ihn auch zu meistern. Weitere Tipps und Tricks gibt es dann in den Playlisten mit den Star Citizen Tutorials oder Guides. Damit sind wir auch am Ende dieses Videos und ich verabschiede mich von euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.